56 Angler. So machen wir das. 28 Boote. Wenn's nicht beißt, immer in Bewegung bleiben. 11 Nationen. Unbelievable, 3 Zielfische. Guter Fisch, Kescher. Komm. Und Ja, Mann! ein Pokal. Ja. Der YPC Boat 2026 wird euch präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference. Shimano, Closer to Nature, Closer to People. Und dem B1 Boot Center. Wir bauen dein Boot. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 12. Episode und damit zum letzten Tanz in Gruppe B. 4 Stunden vor Schluss liegen Finnwal und Bullseye klar vorne. Lure Drop fehlen aktuell fast 100 Punkte und das bei einem relativ ausgeglichenen Board. Marcel und Kevin bräuchten also schon einige dicke Upgrades. Fox Rage dagegen könnte mit nur 2 besseren Fischen wieder an der Qualifikation schnuppern. Die restlichen Teams sind deutlich abgeschlagen. Nach ihrem jeweils eher schwachen Lake Day verkaufen sich CWC und Gräf bislang trotzdem teuer. Rens wiederum hatte vor Tag 2 eigentlich eine vielversprechende Ausgangslage. Todd und Sylvain entschieden sich dann aber dafür, fernab aller anderen in der Nähe von Haarlem zu angeln. Zumindest bis hierhin liefert die Moje Nell allerdings nur kleine Barsche. Die aktuellen Positionen der anderen. Lure Drop fischt zum Start in den Nachmittag weiterhin auf dem Niederrhein. Bullseye und Gräf befinden sich nach wie vor auf der Spui. Fox, CWC und Finnwal haben auf der deutschen Kiel begonnen, sind aber mittlerweile alle über das HD auf die Meerwede gewechselt. Und damit gehen wir rein. Den Anfang machen die Teams auf der Spui. Wir starten in die nächste Runde und hoffen heute auf Hecht. Mindestens 2 Hechte brauchen wir. Die müssen wir haben, dann haben wir nämlich die Full Card. Das ist unser persönliches Ziel. Ja, wir haben unsere 2 Wertungsfische im Fluss drin und jetzt geht's auf Hecht. Jetzt wollen wir alles probieren. Es wird nur noch geleiert, ob Spinjigs, ob große Gummis, ob mittlere Gummis. Natürlich die geilsten Gummis der Welt, Zockerwets. Und ja, wir wollen mal gucken, ihr seid live mit dabei. Team Bootsport Gräf Holt heute 2 Hechte raus. So ist es. Viel Spaß, Schatz. Du auch. Hallo und herzlich willkommen zur letzten und finalen Episode von Gruppe B. Wir sind an dem Spot, wo wir die letzte Episode angefangen haben. Wir probieren jetzt noch einmal einen Barsch abzugraden, um euch noch mal kurz abzuholen. Wir haben jetzt gerade eben noch einen ganz guten Zander gefangen, einen 64er, und werden jetzt gleich das Gewässer wechseln, wie in der letzten Episode angekündigt. Probieren jetzt auf dem Weg aber noch einmal die Stelle an, ob sich mittlerweile ein Trupp mit so N40ern hier reingestellt hat. Dafür haben wir unsere Crankies wieder am Start. Auf geht's. Meine Ex ist deine Jig Whip. Und nee, das ist die Chicken Shed, oder? Nee, das ist auch die Jig Whip. So, auf Gates. Ich schleiche mich mal hier am Olli vorbei und dann gibt's den ersten Schmeiß. Willkommen zurück zur 4. Episode der Gruppe B beim YPC Boat 2026. Wir sind Team Fox Rage und haben den Spot gewechselt. Gleich kommt eine ordentliche Regenfront auf uns zu. Wie soll es auch anders sein? Wir hatten die ganze Woche Sturm und Regen. Ihr habt es wahrscheinlich bei den anderen Gruppen auch gesehen. Henry, what's the plan over here? We try first shallow because now there's not a lot of current, so we try first the pike and go after the zander later. I fish a chatterbait with the slick shad as a trailer, so in 1.5–2 meters of water. Ich fische den 18 cm Fox Pro Shad hier in der Farbe UV Zebra. Einzelhaken vorne festgeklebt, damit auch, wenn der mal ein bisschen angenagt ist oder so, beim Anzupfen hier durchs Kraut, der nicht unbedingt vom Haken rutscht. Ich fische das sehr, sehr gerne, so ganz nackt. Also natürlich sind auch Mäuse oder ähnliche Shallow Rigs super, aber das hier hat sich doch auch häufig bewährt. Hier unten einen kleinen Stinger dran gebaut. Das Gute ist, wir können alles rausschmeißen. Was bei Hechten und bei Zandern auf jeden Fall noch möglich ist. Barsch ist sehr gut. Ja, Barsch ist gut. Ja. Ein großer Zander, aber eine Hecht oder ein Zander, das was wir brauchen. Ja, that's what we need. Oh, I hope it was a bit good German. Ja, aber super, super gut. Daumen drücken, hier so, wie auch immer. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Wie bereits angekündigt, wollen wir mit der Power Hour starten und wir legen ab jetzt los, Leute.
The bite was like a thunder bite. Yeah? Yeah. Boom! She chopped it. Pink. Pink is always good for the perch. Let's measure this one. 29. Little upgrade for Team Rains, thanks to the rock vibe. 29 centimeter perch. How big? 29. Nice. Grinding centimeter by centimeter. Yeah. Inches by inches. I am now using a favorite X1 spinning rod. We have a big range of spinning rods in this X1 series, from light to extra heavy, a lot of different lengths, a lot of different power. We are now using some medium ones. They are made for every type of angler. I mean, pro anglers like us, or like weekend anglers, street anglers. You have a lot of 2 pieces rods. You can bring them everywhere with you, and they have a nice fast action. You will feel every bite. Today we have a lot of rain, a lot of wind. We're fishing with 5 gram jig head, and we can feel everything. Try them, and remember, the green ring is the best way to find the favorite X1. It's small, but it's a... Yes, baby! Motherfucker! It's 67. 67, yeah. 66 and a half, that's 67. Evert, he took it 3 times, but lost it. Then I took it 2 times, lost it. And then again, I have it. Full card. And welcome back. Welcome back, In yes. the episode. We almost forgot. When I release it. Bye bye. Thank you. I took the Pig Hula Chatter with a piglet set behind it. Piglet chat. 10 centimeters. So nice combination. I'm gonna report the pike. Kommt. Und beißt nicht. Oh, da kam schon der erste große hinterher. Pah, Und das wäre es ja fast schon gewesen. das wäre fast schon gewesen. Krass, ey. Einmal den Spot gewechselt. Ich habe jetzt den Köder auch gewechselt, mal so einen echten Hechtköder drauf gemacht. 23er ProShed. Am noch Prototypen vom Buckfrog. Der hier hat jetzt eine Froschform. Und dann haben wir noch einen mit einer Pikeform. Der geht ein bisschen tiefer, aber der hier pusht ganz viel Wasser vorne wegen dieser breiten, platten Schnauze vorne. Und dann hier einfach hier vorne einen ordentlichen Drilling drauf getan. Hier unten eine kleine Wirbelkette mit einem zweiten Drilling hier unten. Und das Ding schmeiße ich jetzt mal hier durch die Gegend. Zu kurz. Ist hinterher, wa? Jo! Ja. Ach du Scheiße. Junge, das ist auf dem Bildschirm riesengroß Gut, das könnte ein kleines Upgrade sein. Naja, gut. Aber es hat auf jeden Fall geklappt in der Power, schon mal der erste Fisch. Ja. Auf jeden Fall die ersten 2, 3 Fische, die waren bedeutend größer, die wir gesehen hatten. Eine schöne Bisswunde. Ja, ein kleiner Hechtspei oder was? Könnte trotzdem ein Upgrade sein, du Obsti. Verpelzt. Ganz schön eine verplättet. Hä? Ganz schön eine verplätet, du. 53 hatte. 53 Zander. Guckt euch mal das Teil an hier. Den er auf jeden Fall richtig reinjagt. Aber das könnte eher Kormoran sein, würde ich fast sagen. Beim Hecht wären vielleicht 2, 3 Zacken mehr drauf. 53 an der Power Hour. Jetzt gucken wir, dass wir noch einen größeren kriegen. Den lassen wir jetzt schnell zurück.
Zack. Kleine Verbesserung. Und das hat mal wieder gebimmelt in der Route. Der kleinste pelagische Zander, der jemals in der Power Hour gefangen wurde. Glaub ich zumindest. Mini-Upgrade für Finnwal. Weiter geht's bei Gräf. So, jetzt sind wir an den Hechtspots angekommen. Zumindest vermuten wir sie hier bei dem Wetter. Große Köder, geleiert, also ab 16 cm. Und wenn wir nachher an den Kanten kommen, dann ziehen wir auch mal einen Spinnjig durch. Aber viel mehr wird heute nicht passieren. Das heißt stumpfe Angelei. Und ich sage immer, je langsamer man kurbelt, desto größer werden die Fische. Das ist der Vorteil, wenn man einen Ehemann hat, der angelt. Der baut einen immer alles zusammen. Und man muss das gar nicht selbst machen. Ist gut aufgeteilt. Er hat hier so seine Rollen, die er machen muss. Und dafür habe ich zu Hause mehr zu tun. Und hier kann ich mich mal ein bisschen auf ihn ausruhen. Und er baut das für mich. Außerdem müssen wir auch ehrlich sagen, wenn Robin das baut, ist es ein Tick filigraner und besser, als wenn ich das hier jetzt machen würde. Guckt euch den noch mal an. Richtig schön. Jetzt muss nur noch Fisch bringen. Alter, direkt gebissen. Oh. Was war das denn? Der ist immer noch hinterher, oder? Ja. Der ist immer noch hinterher. Wow. Alter, war das ein Einschlag, Leute. So was habe ich noch nie erlebt. Warum hat der nicht gehangen? War das ein Einschlag, Leute? Guckt euch den Köder an. Komplett runtergezogen. So schnell. Ey. Da wäre er noch. Warte, vielleicht geht er noch mal. Wahnsinnsbiss. Wahnsinnseinschlag. Da konnte ich nur gegenhalten und der hat nicht gehangen. Ich hab ihn durch den Windzug auch gemerkt. Ja. Ich hab ihn wirklich voll eine, aber der hat nicht gehangen. War das ein geiler Biss. Boah. Kann auch ein Hecht gewesen sein. Fisch. Das ist er. Das ist er, der hat gerade geraubt. Angeworfen. Safe Hecht, oder? Ich glaube Hecht. Ich sag Hecht, das ist kein Rapfen. Das ist ein, was ist das? Ein Endrapfen? War das ein Endrapfen oder ein richtig dicker Zander? Ich habe nur was Silbernes gesehen. Eine silberne Flosse. Hecht? Ist ein Hecht, ist ein Hecht. Siehst du? Ich hab den, Ist doch der Hecht. vom Rauben her sah es auch aus wie ein Hecht. Ich krieg ihn noch nicht. 80 Plusser? Auf jeden Fall. Oh nein. Komm nicht dran. Komm hoch, Mann. Jawohl. Oh, jawohl. Junge. Kevin. Junge. Geil. Junge, wir haben den Rauben sehen. Kevin schmeißt hin. Razor Louis. Bam. Reingeschmissen. Bam. Geil. Jo, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist richtig gut. Der bringt uns doch mal richtig Punkte. Ey, guck mal, wie groß der ist. Oh je. Auf dem Razor Louis. Der Gute ist noch nicht fertig. Nee. Geht. Schön im Maulwinkel. Ja, Sauber super. gehakt. Da ist der Köder. Mit einem 10er Shaky Louis als Trailer. Dann gucken wir mal, was der Gute hat. So. Der Gute hat. Was sagt er? 91. 91. Aber. Jawohl. Jawohl. 91er Hecht, geil. Ja. Jetzt geht er. Jawohl. Woo. Sauber. Junge. Kevin, Mann. Geil. Ah. Huhu. Hammer. Hammer, Junge, hat er geschmissen. Geil. Razor Louis. Und dann kommt der auch mal, ne? Das Kommt der klappt auch ja noch. normal, klappt das ja nie. Heute schon. Und das war ein sattes Upgrade. Knapp 70 Punkte Rückstand sind es zwar noch auf Platz 2, aber wir sind ja noch ganz am Anfang. Genau, unsere Anmoderation wollten wir gerade machen, aber dann hat der Fisch halt einfach da geschlagen und wir mussten halt eben mal schnell hin. Richtig. Somit heißen wir euch herzlich willkommen zur Folge 4. Ganz genau. Team Lurdrop ist am Start. Weihnachten jeden Monat. Guter Fisch. Noch einmal kurz gepult. Ich glaube, das ist ein Upgrade, Tim.
wir sind zurück auf der Stelle, es war wieder so Spaß. Ich glaube, das ist ein Upgrade, weil es weniger Ströming. Boah, der ist gut, Tim. Tim. Ja. Könnte ein Close Call werden. Das ist ähnliche Größe wie heute Morgen. Oh, ich will hier weiter angeln. Das macht so Spaß. Oh, nice. Hier ist er. Könnte vielleicht 1 Zentimeter größer sein, 45 haben. Ich denke eher nicht, aber wir schauen uns mal nach. Ne, hat er nicht. Boah, der ist einfach nur unfassbar dick. Guckt euch den Lümmel mal an, der ist bereit für den Herbst. Hast du schon gemessen? Ja, 41. Und der Bursche geht zurück. Nice! Ist Angeln nicht das geilste Hobby der Welt. Und jetzt müssen wir uns 2 Stunden in ein Auto setzen, um da nach Timbuktu zu gurken. Oder wir spekulieren einfach darauf, dass es reicht und angeln einfach hier weiter. Naja, aber wir haben es gerade eben ausgerechnet. Wenn wir uns nicht vertan haben, müssen wir so knapp 700 Punkte haben. Das war unser Minimalziel. Hätte letztes Jahr in unserer Gruppe nicht gereicht und in einigen anderen Gruppen auch nicht. Deswegen, ich glaube leider, dass wir noch nachlegen müssen. Ja, vielleicht kriegen wir noch jetzt einen. Well, the honor is saved. We have a full cart. Crazy pike. As you can see, it's cloudy, it's windy, it's super pike weather. So with a little bit of luck, we can upgrade the pikes. And since we're fishing with the Pichula shedder, the perch will take it, but also the Zanders. So now we're gonna upgrade our cart, and hopefully we get from 0 to hero and reach the final. Jetzt 20 Meter noch bevor der Uhr abläuft. Okay. Ich sag's doch. Ja. Ja, Leute, das war die Power Hour. Einen Fisch haben wir gekriegt. Immerhin. Konnten zwar nur 2 Zentimeter verbessern. Hier waren auf jeden Fall auch noch größere Fische zu sehen, aber da seht ihr mal, dass das alles ja nicht so einfach ist und eine Stunde Zeit, das ist echt nicht viel bei so einer Aktion. Aber konnten noch mal einen fangen. Perch hier hat die Dinger gut drin gefahren. Ich hab mir besser beim Anwerfen hat die immer gut geklappt, aber war schon okay. Alles gut, Leute. Jetzt werden wir weiter probieren, erstmal wieder einen Barsch zu upgraden. Wir fahren jetzt noch mal an den Spot von davor. Vielleicht sind die Barsche da jetzt Wilja und man kriegt noch mal einen größeren Barsch und kann da noch mal ein paar Punkte gut machen. Ja, der Plan steht erstmal, also bleibt dran, Leute. We changed the spot. Multiple species fishing. Zander and perch, maybe a pike. We need them all 3. Big ones. Easy. Nice one. Upgrade. Yeah, it's a 90 fish. Yes, in the basket. 85. 85. Now 86. 86. This beautiful pike of 86. He took it right under the surface, and it's a nice upgrade for us. So let's keep on hammering. Good fish. Good fish. Damit hat CVC an Tag 2 alle Zielfische mindestens doppelt gefangen. Respekt! Bei Gräf wiederum gibt's den Doppelnackenklatscher. Oh, fuck. Du auch? Fuck. Ja, ich auch. Das war Hechtbiss, das war Hechtbiss. Wie zeitgleich, geht doch gar nicht. Alter, das war ein Hechtbiss. Oh, ist der da reingehauen gerade. Das war Hechtbiss, Schatz. Ich habe gerade überlegt, ob ich wechsle und dann kriege ich voll den Einschlag. Wir hatten zeitgleich ein Biss mehr. Fuck off. Das war 100% ein Hechtbiss gerade. Wieder ein schöner Doppeldrill. Hätten wir gleich die 2 voll gehabt, das wäre schön gewesen. Das war ein Hechtbiss. Zeig mal deiner war neu. Bei der Angelei ist das Schlimmste, wenn du einen Biss hast,
musst du ruhig bleiben, weil dann der zweite kommt meistens und dann... Ne? Wenn die Hechte nur so... Wenn sie nur einmal gegenstupsen. Ja, und so dann erst anschlagen oder so. und dann erst beißen. Guck mal hier. Merkst du richtig, wie er den noch mal einsaugt. Ja. Da müssen wir noch mal ruhig bleiben. Was macht er hier? Hast du lang geworfen? Okay. We're gonna move for a different spot where we caught a big perch in training. We need too big a perch. So, and here, I don't know, we can catch them, but I think it's better on the other spot. CWC brettert wieder. Zeitgleich haben Paul und Tim sich doch durchgerungen. Bullseye verlässt den Barsch-Spot und steigt ins Auto. Ist scheiße, wir fahren weg hier. Kevin sagt, die heben wir uns auf, die Packung, für später. Und fahren jetzt erstmal weiter runter. We drove a long distance. Because we caught the pike. It was not a monster pike, but I think it will be in conditions like this hard to upgrade. We know some good perch spots where in training we caught 45 plus. So now we're gonna fish all those perch spots, and in the end we also have some Zander spots. So we go all in now to upgrade the Zanders and the perch, and hopefully it's enough for second place of the group. Fisch. Barsch, glaube ich, ein großer. Großer Barsch. Großer Barsch? Ja, großer Barsch. Komm, Kevin. Wo ist der Kreis? Scheiße. Okay. Jawohl. Da ist er. Da ist er, Mann. Geil. Woo. Leute. Sauber, Junge, sauber. Leute. Sauber. Ist das geil? Das ist Bombe. Und guckt mal, wie der aussieht. Wunderschöne Färbung. Oder? 43. 43. Sauber, Junge. Perfekt. Geil, Mann. 43er Barsch. 43er Barsch. Schöner Fisch. Richtig schön. Schöne Handvoll Barsch. Herrliche rote Flossen. Echt ein richtig schöner Fisch. Und er darf natürlich wieder schwimmen. Jo! So, geil, Mann. Geil. Turbolü, 14 Gramm. Weiter. Komm, beiß nochmal. War ein Biss, ja? 100%. Richtig reingehauen? Ja. So schnell geführt. Ja, ein bisschen zackiger, ne? Ja. Jetzt guck nach den 100%igen Biss, mein Freund. Wehe, es heißt wieder, ist kein Biss. Das war ein 100%iger. Das war ein Biss und weißt du, was das war? Nee. Da ist ein großer Einbiss und hier. Das ist schon schön. Das war ein großer Zandermorchel. Aber was für ein Viech. Ja, aber hat leider nicht über den Haken gebissen. Mann, los, nochmal. Oh, f***. Es ist wirklich ein richtiges Chaos. Wir sind fast 50 Minuten später am Spot, weil wir mussten einmal über die Schleuse und da ging die Brücke auf und dann kam noch ein anderes Boot. Ehe wir reingeslippt haben, war ein anderes Boot. 50 Minuten, jetzt kann es sein, dass wir direkt nur fast zum Spot fahren, je nachdem wann wir raus sind, direkt Power-Houren und dann müsst ihr uns die Daumen drücken, dass wir noch einen großen Upgrade-Zander kriegen. Jetzt hoffen wir, der Schleusvorgang geht schnell und das große Boot drückt uns nicht an die Wand und dann mit ein bisschen Glück
können wir euch noch einen richtig fetten Zander zeigen. Ein Sicherheitsupgrade wäre sicher nicht verkehrt, denn Lure Drop ist mit dem schönen Barsch von eben auf 50 Punkte herangerückt. Und bei Fox könnte jetzt das nächste Upgrade folgen. Oh, please. Don't come off. Net it right when it's here. Yeah. Now. Yes! Boom! Oh! Yeah! Finally! That's a good bike. It's a fat one, but it's also it's not too long, right? No, it's not too long, like a 73 or something. But it's fat. I thought it was bigger. And the lure is already off. I saw that he was so barely hooked, man. How far down was the mood, Enrico? No, we were just discussing. No, the mood is not down. Oh, that's a really fat one, man. Fine. Oh, ist der dick. Alter, ist das eine Keule. It's it's a 74. 74? What we just talked about. Ach, Leute. Guckt euch mal diesen fetten Pike an hier. Man, it's a tank. Stellt euch den vor mit einem Meter, was das für eine Keule ist. Ach, was für ein Befreiungsschlag. Köder zeige ich euch gleich. 74er Hecht ist how many points? Upgrade? 14. 14 points upgrade. 14 Punkte mehr. Das ist sehr, sehr gut. Damit schmeißen wir nämlich die 60 Zanderpunkte raus. Yes! Den packe ich jetzt erstmal hier so ein bisschen. Ah, der will aber sofort wieder los hier. Dann lassen wir ihn doch schwimmen, oder? Würde ich sagen. Ciao, Kakao. Trotzdem. Let it rain. Zum Köder brauche ich eigentlich gar nichts mehr sagen, weil diesen Köder gibt es schon, weiß ich nicht wie viele Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte. Ich sage es trotzdem. Farbe UV Golden China, Zander Pro Shed in 14 cm. Also nicht unbedingt der Pro Shed, der auch eine Waffe ist auf Hecht. Mit einem Einzelhaken auch gar nicht zu viel Tamtam, das ist auch mal ganz wichtig. Und eine 14 cm Größe ist dementsprechend auch eine Größe, die alles fängt. Der Fisch, der hat gut gebissen, aber der hing gar nicht so krass. Ich habe hier nur ganz, ganz kleine Macken drin. Ich habe es schon gleich gesehen, dass er nur ganz vorne ganz, ganz blöd hing, aber er war im Kescher und das ist das Wichtige. 74er Hecht, 14 Punkte Upgrade, gut. Caught so many zander on places like this. Yeah, it's really normal that Yeah. you catch zander around here. It's crazy, you have everything a zander need. Shade, a bridge, Yeah. muddy water. Yes. Oh, bite? Yeah, perch. First bite? Yeah. Liebe YPC-Zuschauer, gute Neuigkeiten aus dem Hause LMAB. Wir haben ein Update bei unseren Tacklebags und bei den Windowbags. Wir haben einen Customized Deckel hier bei den Backern, einen verstärkten Boden und wasserdichte Reißverschlüsse. Schöne, kleine, neue Details bei diesen Backhunts. Und da fragt ihr euch sicher, was müssen wir jetzt mehr bezahlen? Es ist günstiger geworden. Der große kostet 10 € weniger UVP, der kleinere hier, die L-Variante, sogar 20 € weniger. Und auch bei den Windowbags konnten wir am Preis ein bisschen was machen. 1 € nur Unterschied bei der Größe S, 7 € Unterschied bei der L. Da sind auf jeden Fall geile Zubehörartikel für euch jetzt wieder in Hülle und Fülle verfügbar. Viel Spaß bei eurem Fachhändler oder bei Hecht & Barsch online.
Hallo Leute, ich bin's der Marc und ich präsentiere euch heute die neuen Batterien von SH Lithium. Die Batterien sind in einem Koffer, der komplett wasserdicht ist. Das heißt, die Batterie ist perfekt geschützt, es kommt absolut kein Wasser dran. Ihr habt natürlich ein Display, was euch verschiedene Sachen anzeigen kann, aber das richtig Coole an der Batterie ist dieses Datenkabel hier. Ihr könnt dieses Datenkabel direkt mit euren Echoloten verbinden, egal was für eine Echolot-Marke ihr habt, und könnt alle Daten von der Batterien auf euer Echolot ziehen und müsst so nie wieder irgendwie die Klappe öffnen. Könnt alles über das Echolot euch anschauen. Ich halte hinten fest. Das ist der Lamelin, das ist der Powerboot, das ist Strömung. Kollege, hol ich Zuchtgravier. Let's go. Jetzt müssen wir noch den ganzen Kanal hier lang tuckern mit 9 km/h, bis wir gleich einen Vollgas geben können. Vielleicht fahren wir heute mal 12. Schauen wir mal. Aber da sollte man sich dran halten hier. Wenn wir schon hier mit durch halb Holland fahren als deutscher Angler, da sollte man jetzt nicht hier und auch die Gesetze missachten. Auch wenn man Turnierstress hat. Zumal auch 3 km/h zu viel ganz schön ins Geld geben. Bullseye ist jetzt übrigens auf der holländischen IJssel und hat die Taktik noch mal leicht angepasst. Yes, wir sind am ersten Spot angekommen. Wir haben leider jetzt durch das Schleusen und unvorgesehene Zustände nicht mehr so viel Zeit. Eventuell opfern wir ein bisschen von der Power-Hour-Zeit, weil das schon ein paar sehr, sehr gute Jig-Stellen hier sind. Aber wir sind im Bereich von Gamblen. Und wir gambeln darauf, dass ich den Vorgarten schmeiße. Und jetzt gambeln wir auf einen großen Fisch. Saw them. I don't think we saw people from our group. I think not. I don't know who they are. But yeah, doesn't matter what others do. We have to do it ourselves. So and we don't know because it's a closed competition today. So we cannot see any results. And I think that's good. But I don't think we have enough points now to make it to the final. We have to get a couple of more bigger fish. Maybe if we get 2 bigger perch and 1 bigger zander, we have a chance maybe to end up second. But we will see. Big one. Really big one. Net. Yes. Didn't even fold out the net. Just took it. Oh, this is here biggie. Really fat perch. Look at this. Look at this. Oi. Big one. Where's the board? 45. Ein richtig starker Fisch. Und jetzt tut das Ergebnis am Lake Day doch noch richtig weh, denn der kleine Barsch muss stehen bleiben. So verbessert sich CWCs Ergebnis letztlich nur um 10 Zähler. Evert ist dennoch zufrieden. Nice 45 centimeter perch. It's a nice upgrade. That's what we are here for and looking for. You have it? War es endlich wieder unser Wind, der hat mir schon richtig gefehlt, wa? Ja. Die Hechte haben keine Lust. Das macht der Andi und den Hauptbienen Frust. Soll ich irgendwie weggehen? Die Schwäne. Ach guck mal, das hier vorne sind Jungtiere und dahinter, deswegen ist es so aufgeplustert. Das ist entweder die Mami oder der Papi. Macht hier den Chef. Sagt, geht weg von meinen Babys. Hörst du auch noch am Schnattern, die sind richtig wie so kleine Küken.
Jetzt trage ich extra schon meinen eigenen Schmuck, den ich hier damals rausgebracht habe, den Fishing Girl Schmuck. Wahrscheinlich fehlt das untere Teil, deswegen haben wir heute kein Glück. Kann ich das ja einmal hier zeigen? Kalt! Das tut man nicht alles für die Kamera. Kann ich das nicht sagen, ob man es gut sieht. Jetzt habe ich ja den Küssi ans Fischi drauf. Die Ohrringe gibt es ja auch als Haken. Und die Küssi ans Fischi Kette. Und dazu gibt es ja noch darunter, dass denn Fishing Girl steht. Und wahrscheinlich, weil ich nicht die komplette Kombi trage, gibt es keinen Fisch. Heute passend zu meiner Route in Roségold, gibt es aber auch in Silber. Aber die Fische wollen heute keinen Schmuck. Die wollen heute kein Küssi ans Fischi. Die Hechte. Mann, drückt die Daumen, dass jetzt noch mal was kommt. Kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier ohne Hecht rausgehen. Fisch, 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 Fisch. Look like the other one. Yeah, man, it's the brother. No, he followed us, chasing us. Zum Köder sage ich später auch noch mal was, weil das hier ist ein Schätzchen, was ich gefunden habe in einem Angelladen. Eine meiner absoluten Lieblingsfarben ever beim Pro-Shed. Und zwar Young Herring. Machen wir aber später. Erstmal vermessen wir den Pikey. Picked. 73. 73. 73. It's no upgrade, right? 55 Zander, what is it? 55 Zander, that's 16 points, yeah, 71. But it can't go out, because we only have one Zanders in the list. Ja, schöner 73er, aber laut unserer Rechnung leider kein Upgrade. Meine Güte, ist der voll gefressen. Ich mach mal hier den schnellen Release. Dann habe ich auf den 14er Pro Shed gewechselt und der 14er Pro Shed ist hier in dieser Farbe Young Herring in klarem Wasser. Also ich bewerbe jetzt altes Zeug, aber das ist egal, weil der war ein absoluter Klassiker und wer weiß, vielleicht ist er bald wieder da. Ja, das Cap habe ich eben verloren beim Boat Racing. Wir wollten auf diesen Spot und dann haben wir gesehen, dass auf einmal Louis von der anderen Seite, also Big L Louis, von der anderen Seite auf einmal auch alles eingepackt hat und Gas gegeben hat in diese Richtung. Aber wir waren halt dann irgendwie, ich sag mal so 23 Sekunden eher am Spot. Vorhin, als wir hier starten wollten, stand Louis hier. Gestern haben wir ihn auch hier im Training gesehen. Ist ein sehr begehrter Spot, ist auch ein sehr bekannter Spot, aber ihr habt gesehen, hier ist immer wieder Fisch. Und das ist natürlich auch toll, dass wir jetzt den Platz nochmal bekommen haben. Leider ist der Fisch ein bisschen klein gewesen, aber man kann nichts machen. Kein Upgrade, aber vielleicht noch mal ein Mutmacher für die letzten 90 Minuten. So, neuer Spot, neues Glück. Einer von den letzten. Wir probieren nochmal auf den Hecht. Und sind jetzt hier, ich weiß ja nicht, wo wir sind. Paul hat uns ja geführt. Irgendwo im Flachwasser. Und gucken mal, was geht, gell? Fisch! Ich hab's hier, ach, hier sind sie. Das ist King Groß. Oh, das Ding hier hingeklappt. Ach du Scheiße, wo gehen dann ran? Ha? Wo will ich ja ran wie die Sau? Jetzt kommt nur mit, wegen der Strömung. Oh, wenn ich so klebt. Sag doch. Das sollte ein Upgrade sein. Ist nochmal ein Upgrade? Denke. Yes! Oh ja. Anker mal. Ja, das ist ein Upgrade, Leute. Yes! 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 Bam! Habt ihr gesagt, da wo das Schiff dann wird der. Naja, der sagt hier den Spot, da müssen wir mal rangucken. Das ist eine Da wird alte doch gerne mal ein großer Hecht Markenregel. gefangen. Oh, geil, nochmal ein Update, Leute. Doch hat die Meter. Hat er? Ja, Mann. Meter 1, Leute. Meter 1 in der letzten bisschen über einer Stunde. Yes! Geil, Alter, geil. Schöner Fisch.
Ja, richtig geile Färbung. Meter 1, Alter. Wir haben jetzt 3 Meter Hechte in der Wertung. Besser geht eigentlich nicht. Besser jetzt Also, wirklich nicht. Kann, aber Kann besser, aber... ich glaube, das ist schon richtig krass. Hier ist jetzt natürlich Strömung. Aber eigentlich war sie ja ziemlich aggro. Und da geht's halt schon. Sehr schön, geil. Komm her, Upsi, Junge. Alter, ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Bäm, Alter. Waren das 2 geile Tage. Ohne einen Plan geht der planlos. Planlos geht der planlos, wa? So sieht es aus. Einfach angeln, haben wir gesagt. Finwar lockt den 4. Fisch über 100 Punkte ein und damit ist endgültig klar. Für die Brandenburger geht's ins Finale. Was das 2. Ticket betrifft, könnte aber vielleicht noch was gehen für Lure Drop oder Fox. Die letzte Stunde des Tages ist angebrochen. Das bedeutet natürlich auch, dass wir jetzt frei zur Verfügung auch die Power Hour nutzen können. Und jetzt gucken wir mal, ob uns das was bringt. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen Fisch noch irgendwo auf irgendeinem Halm stehen. Und dann gucken wir mal. Es ist auf jeden Fall spannend, weil wir brauchen eigentlich noch einen richtig guten Fisch. Ich glaube, sonst wird es sehr, sehr schwierig. Spekuliereisen kommt rein. Power Hour beginnt. Ja, wir haben jetzt 54 Minuten Zeit. Wir haben die Zeit vorne noch zum Jiggen geopfert. Was heißt geopfert? Aber wir wollten die Spots noch ausjiggen, weil die eben sehr, sehr geil zum Jiggen sind. Und jetzt verlasse ich mein Cockpit hier, lasse den Maestro ran und mache mir mal ein Butterbrot. Schauen wir mal, wie die Boys so drauf sind. Yes, 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 yes. Some improvement. Nice, man. Rock vibe number 3, pink and a good perch. 33. So now we have 2 perches above the 30 mark. That's cool. Thank you, the Rock vibe. Rehns scheint das Zanderangeln völlig aufgegeben zu haben und betreibt ziemlich kleinschrittige Ergebniskorrektur. Wir gehen dahin, wo es potenziell zählt. Fisch. Kevin, Fisch. Was ist das? Oh, oh, oh. Hey. Ja, sag ich doch. Das Zander. Zander sind da. wusste ich doch. Zander sind da. Das sind nämlich die Zander gewesen, Mann. Siehst du? Das sind doch die Zander. Sauber. Geil. Erste Wurf mit den 9 cm Köfi Perch Head, den White Tiger. Und da war nämlich die Idee, Kevin hatte gerade 2, 3 Bisse, einfach mal geguckt. Oh. Er hat 58. Ich weiß nicht genau, ob der noch irgendwie irgendwas helfen könnte. Pink oder rot? Jeder von euch wird jetzt wahrscheinlich den roten nehmen. Und deswegen nehme ich den pinken. Gott, ich hänge schon wieder mit allem drin. Ich hasse Drillinge. Ich habe so eine Angst, mich hier gleich selbst zu häkeln bei diesem Sturm, ey. Wir fangen jetzt mal mit der Power Hour an. Was das Problem ist, wir fangen wirklich keine Hechte und werden jetzt noch mal die Kanten ein bisschen lang schleppen, in der Hoffnung, dass da einer kommt. Ja, Strom auf, ganz langsam, so mit 2 km/h und dann ja, dicke Crankbaits. Ne? Wir gucken mal. Guck mal, jetzt hat er irgendwas Futterfisch berührt da. Zick, 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 zick. Bap, 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 bap. Wieder. Welchen hattest du jetzt dran? Den roten? Den pinken. Den pinken. Den pinken. Oh, guck mal. Wieder Futterfisch gerissen. Wieder bum, bum. Ist ja auch bum. alles voll. Guck mal, wie der abgeht. Jetzt muss doch auch mal ein Hecht hängen. Alles voll. Fisch.
Der ist gut, oder? Ne, ist kleiner. Ja? Ausgestiegen. Boah! Aber war sehr, naja. Fuck! Aber die beißen. Nein! Ja. Perch. Big one? I don't know. Maybe not. Don't think so. Oh, it's an asp. Asp. Schleppen macht richtig Spaß. Schleppen macht Spaß. Schleppen macht Spaß, ja. Big Master, mach was. Hecht, Master. Hecht, Master. Oh, das sieht hier ein scheiß Hecht aus. Ich war wieder an der Kante mal ganz dicht oder ist zu flach? Das habe ich mir auch gerade gedacht. Das werden wir jetzt machen und dann lassen wir uns so hocharbeiten, weißt du, mit der Ja, Strömung. einfach mal. Genau, nachher werfen wir noch mal zum Schluss. Scheiße, ist jetzt weg. Schwimmt der mit? Ich weiß es nicht. Kein Riese, aber doch, ist ein großer. Ist ein großer. Doch. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ah, gut. Schleppen. Macht richtig Spaß. Also schleppen. Aber effektiv. Sauber. Sauber. Hat trotzdem 39. Trotzdem 39. Gut. Aber bringt doch noch mal ein paar Punkte Ja, sind's trotzdem. ein paar Punkte sind es definitiv. Schöner 39er Barsch. Power Hour. Da holen wir uns noch einen. Okay. Gut, der. Boah, macht's gut. Siehste. Siehste. Bevor es in die letzten Minuten geht, orientieren wir uns ein letztes Mal. Marcel und Kevin machen 9 Punkte gut. 41 müssten noch hinzukommen. Anders gesagt, es ist 5 vor 12. Hat er mich gesehen? Oh, das ist kein Zander. Ich bin jetzt hier planlos. Ich jigge jetzt hier einfach noch mal durch. Das habe ich den ganzen Tag mit Crankbaits, Spinnern, hier, wie heißen die? Ich kann nicht mal mehr. Danke, Chatterbaits, durchgeleiert. Und nichts läuft hier. Spinnjig. Jetzt werde ich hier wieder einfach stumpf. Oh! Meinen Köder hier durchführen und hoffen, dass jetzt hier noch ein Hecht rankommt in der letzten halben Stunde. Das ist der Plan. Das ist jetzt hier der Plan. Weil ich weiß nicht mehr, was der Grund ist, warum die Hechte heute nicht beißen. Wie sehr würde ich mir jetzt deinen Schrei wünschen? Fisch! Oh. Da ist der Schrei. Ein großer? Barsch, glaube ich. Ist egal. Großer Barsch. Schnell. Oh, deine Rute hinter mir. Bin raufgetreten. Ja. Ist egal. Okay. Ach Mann, Zander. Toll. Ich freue mich auch über einen Zander. Zitter. Nicht der Zierfisch, aber ich halte den mal für dich. Ich habe ihn gerade in der Hand. Ja, mach ruhig. Welcher ist das hier, der Stört mich besoffene? nicht. Der Cuba Libre mit 30 Gramm, ne? Komm weiter, wir haben nicht mehr viel Zeit. Zack, Ja. rauf auf Maßband. Wir holen uns jetzt hier noch. Mach ruhig. Ich zitter eh gerade. Ich dachte, das wäre ein Hecht, ey. Auf den letzten Meter. Na gut. 59. Ja. Oh, zitter ich. Bin so nervös. Schön Hechte nicht beißen, aber ein schöner Zander. Freue ich mich auch drüber. Komm, wie er hier steht. Schöner Fisch. So. Küsschen ans Fischi. Jetzt sagt der Hechtmutti Bescheid. So. Ciao, Baby. Und ab die Post.
Ist ein schöner Fisch, ne? Zu Hause und überall, man wird sich immer freuen. Aber man ist jetzt so fokussiert auf diesen Hecht. Richtig geil. Ja, ist ein schöner Fisch. Geil. Ist deine Route in Ordnung? Ich bin einmal aufgetreten. Ich weiß nicht. Wenn ich bezahlst du sie. Genau. Bleibt in der Familie, mein Schatz. Erwischt. Die große Osteraktion der Anglerschmiede ist eingeläutet. Jeder Online-Kurs zum Angelschein für nur 111 €. Das sind knapp 35% Rabatt. Und zusätzlich gibt es ein Osternest von hechtundbarsch.de gratis on top. Das Osternest hat einen Wert von knapp 70 € und darin enthalten sind verschiedene geile Kunstköder zum Raubfischangeln auf Barsch, Zander und Hecht. Nutzt diese geile Aktion, bereite dich auf die Prüfung vor und dann dieses Jahr ab ans Wasser mit dir. Im aktuellen YPC-Boot seht ihr uns ja auf der großen Hornet, auf der Sportangler. Aber hier stelle ich euch mal eins meiner Lieblingsmodelle vor, denn das ist das kleinste Doppelkonsolenboot von Finnwall, was wir hier haben. Natürlich im B1 Custom, 4,70 Meter lang, 1,96 Meter breit. Besonders ist bei dem Boot der Renji-Rumpf, nur ein Tiefgang von knapp 30 cm. Kommt super an Gleiten mit dem 60 PS Honda Motor. Also das ist ein echt starkes Boot, unsinkbar natürlich. Und wer auf dem Boot ganz ohne Scheiben steht, für den haben wir natürlich auch was Richtiges, und zwar bei Paul. Die Finnwall 420 B1 Pro, 4,20 Meter x 1,86 mit wenig Tiefgang, B1 Custom Design, Führerschein frei. Eins meiner liebsten Modelle. Das Boot schiebt nochmal ganz anders. Und zu der Finnwall B1 Pro 420 Tiller gibt es noch einen Kartenplotter im Wert von 1.200 € in Kombination mit dem Honda BF15 on top für euch. Ja, und hier zu der Finnwall 470 und dem BF60 gibt es sogar einen Garmin Kartenplotter Fischfinder im Wert von 1.849 € gratis dazu. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Schauen. Mögen die Boote performen. Nein. Schon wieder dran. Oh, der ist besser. Aber das ist noch ihn hinterher. Aber es ist keine Verbesserung. Da ist 2 Stück. Ja, das ist nur ihn hinterher. Der will da auch auf den Deracoup. Ja, der will den Deracoup haben. Warte, der soll meinen nehmen. Kick da mal. Da. Das ist er raufgeballert. Alter, was für eine kranke Aktion. Hat er meinen Deracoup auch noch mal genommen. Ja, warte, ich mach mit der Hand. Ja. Aber mess den mal. Ja, mess ich mal. Ey. Schade, dass meiner nicht hängen geblieben ist. Was für eine lustige Nummer, Alter. Nee. Das ist ein glatter 32er. Okay. Oh, schnell zurück. Ich hab die größte Muschel von der Meerweide gefangen gerade. Ach du Scheiße. Was für ein schönes Teil. Die kann sich Silla an eine Wand machen für den tollen Tag heute. Finnwall gewinnt auch das Muschel-Ranking. Zeitgleich ruckt es bei einem Quali-Anwärter ein letztes Mal. Ja, Fisch. Fisch. Der hat ein Gefühl, der Mann. Der hat ein Gefühl. Großer Fisch, ja. Großer, wahrscheinlich Rapfen oder sowas oder Hecht, ich weiß es nicht. Das ist aber irgendwas Kleines, das ist ein Hecht. Jawohl. Trotzdem, Petri, Marcel, der bringt uns zwar leider nichts, aber trotzdem, du hast es wieder im Gefühl gehabt, ne? Genau. Du hast es wieder im Gefühl gehabt. $66. Und tschüss. 5, 4, 3, 2. Wow. No.
I got a bite just 3 minutes before the end, but it missed. It is what it is, Enrico. Ich bin nicht traurig. Überhaupt nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht traurig. Well, we caught a lot of fish. We caught a lot of fish. But all small fish. But it's small. We tried almost the whole day catching some sanders, but it didn't work out well. Yeah. Hope some of the guys got some. Yeah. And let's see, maybe they've been struggling a lot with this weather. Yeah, it's possible. And thanks to our pack day, maybe it will help. Yeah. I don't know. Can't wait to see the result. Yeah. Wir sind auf jeden Fall überglücklich, 2 so eine geilen Tage erlebt zu haben. Ich hatte gestern Abend noch richtig Panik, weil Fluss ist jetzt nicht so unser Ding. Aber es hat dann doch irgendwie besser geklappt, als wir gedacht haben. Wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Wir haben beide so sehr gemischte Gefühle. Letztes Jahr hätte die 700 Punkte nicht gereicht. Unser Ziel war es, 700 Punkte zu bekommen. Das haben wir erreicht. Und wir hatten einen verdammt geilen Angeltag. Das stimmt auf jeden Junge, Fall. hat das Bock gemacht. Die Stunde jetzt am Ende trübt da so ein bisschen drüber weg. Aber das Barschangeln morgen war geil. Geilen Zander gejiggt. Und es hat richtig Bock gemacht, mit dir zu angeln. First of all, thank you so much for such a great time with you. Yeah, I can say that to you as well. It was a pleasure. Thank you, Gerald, and the best regards that I've been able to replace you somehow. Ja, jetzt heißt es Daumen drücken. Ja, ganz fest. Wie es nachher bei der Verkündung aussieht, Genau. ob wir ins Finale kommen und nochmal angeln dürfen, ob ihr uns nochmal sehen könnt. Ja, ich hoffe es, oder? Ja, hofft ihr das auch? Also ich hoffe schon, dass ihr das auch hofft für uns. Und nochmal ein großes Dankeschön an Toni, Daniel und auch an Luis für das Vertrauen, dass wir hier für das Team Lurdorp angeln durften. Es hat uns echt wahnsinnig viel Spaß gemacht. War echt eine coole Zeit mal wieder. Natürlich auch nochmal vielen Dank nach Hause an meine Freundin, genau. Vater, der sich um meinen Hund kümmert in der Zeit. Und auch nochmal ein großes Dankeschön, dass das immer klappt, dass man einfach mal so direkt einfach nach Holland fahren kann, angeln kann. Genau, das ist ja bei dir genau Das ist dasselbe. auch nicht einfach eine Selbstverständlichkeit und dafür sind wir auch dankbar. Thanks for, again, thank you. A wonderful tournament. It was a good fishing day for the for you numbers. guys. I hope we performed well. You cannot always win. Somebody has to be number 1 and 2. That's not us this time. I don't think so. No. We did our very best. We got some nice fish, but I don't think we have enough points after the hard first day on the Volker Rock. But we give it all, and that's the only thing we can do. Aber wir haben bewiesen, dass Zockerbeet wirklich auch unter schwierigen Bedingungen sehr gut Fisch bringt. Und das ist, glaube ich, Wir das waren ein Wichtigste. schönes Team. Das Und- Boot hat jede Welle überstanden. Ja, Wind, das ist so. Strömung. Wir standen hier tapfer bis zum Ende. Ja, mega Es hat geil. mit dir ganz viel Spaß gemacht, mein Schatz. Ja. Vielen Dank am Bootsport Gref. Du hast es uns hier ermöglicht. Genau, Und genau. danke für dieses tolle Boot auch, das du so schön ausgestattet hast für uns. Wir sind dir sehr dankbar. Es war einfach richtig schön. Ich denke nämlich mal, ohne Hechte schaffen wir jetzt keine Runde weiter. Nein, aber es ist den anderen vergönnt, weil die Ja. haben gut gefangen. Und ich glaube, da habt ihr auch richtig viel Spaß gehabt beim Zuschauen. Und Ihr guckt euch das Finale an und das machen wir zu Hause auch. adieu mit Öl. Tschüss. Wir bedanken uns natürlich bei der Marke Bullseye, bei Markus, dass wir hier antreten durften und dass wir nochmal die geile Marke hier repräsentieren durften. Außerdem bei unserem Sponsor Hero Maker Lures, richtig geile Mäuse, die es da gibt. An der Stelle wirklich nochmal ein Dankeschön, ein Riesendankeschön an Bootcenter B1, vor allen Dingen das ganze Team, Frankie, Honda, Garmin, die uns alle unterstützt haben. Danke auch an euch Zuschauer. Ohne euch ist das Ganze nicht möglich. Natürlich für Hecht und Barsch an die Produktion und an die geilen Kameramänner, die hinter der Kamera stehen. Vielen Dank fürs Zusehen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, ob aus Deutschland, den Niederlanden, Belgien, wo auch immer ihr her seid. Besten Dank für die Unterstützung. Team Fox Rage ist raus. Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns, vielleicht nicht. Genau. Wenn nicht, grüßen wir alle, die wir kennen, wa? Ja. Und dann Peace macht's out, gut. wir sind raus. Kevin, danke nochmal. War eine War geile geil. Zeit. War geil. Und hoffentlich im Finale mit Team Lurdorp. Daumen drücken. Thanks for watching and see you in another episode. Bye bye. Und damit steht das Finalline-Up zu 50%. Die ganz große Spannung in Gruppe B ist ausgeblieben. Finnwards Board war schlicht zu stark und auch Bullseye hat hier einfach richtig konstant abgeliefert. Wir verabschieden uns bei den ausgeschiedenen Teams. Trotz herausfordernder Bedingungen konnte hier jedes Einzelne den ein oder anderen Glanzpunkt setzen.
Ab Donnerstag widmen wir uns dann Gruppe C. Savage Gear und LMAB liegen aktuell vorne. Bimstroft, Shimano und Lure Junks haben aber noch alle Chancen. Und bei Team Guller, naja, da wurde zumindest das Karma-Konto gefüllt. Und wer weiß, vielleicht erleben Eule und Robert am Lake Day ihre verdiente Sternstunde. Nächsten Donnerstag um 20 Uhr einschalten. Frohe Ostern und ciao.